32 Angler, 16 Boote, Richtig geil, Alter. 9 Nationen, 3 Zielfische, 2 Zonen Oh, das ist so böse, ey. und ein Pokal. Der YPC Boat 2023 wird präsentiert von Shimano, Closer to Nature, Closer to People, dem B1 Boot Center, wir bauen dein Boot, und der Anglerschmiede, dein Online-Weg zum Angelschein. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur 21. und damit zur allerletzten Folge des YPC Boat 2023. In dieser Folge vergeben wir den Pokal und die 6 Medaillen an die besten Angler der diesjährigen Staffel. Auf Platz 1 liegt momentan Team Quantum. Nach 2 Ü60er Zandern und 3 guten Barschen gelang es Gerald Vierhaut, den mit 117 cm größten Hecht des Turniers zu fangen. Auch Westin hat bereits eine Fullcard. Mit einem 63er Zander, einem 45er Barsch und einem 92er Hecht sind auch die Fischgrößen sehr ordentlich. Eine super Basis, um im Kampf um den Titel ein Wörtchen mitzureden. Auch die Fischgrößen von CWC können sich absolut sehen lassen. Evert und Truman brauchen noch einen Zander und 2 Bonusfische für die Fullcard. Vielleicht etwas überraschend liegt Titelverteidiger Nace momentan auf Platz 4. Dustin und Felix konnten zunächst den Zander fangen und fischten dann einige Zeit erfolglos auf Hecht. Am Barsch-Spot angekommen, konnte Dustin recht schnell einen 48er in die Wertung bringen. Mal sehen, ob es so läuft wie in den Runden zuvor und 3 weitere große Barsche folgen. Nachdem am Vormittag zunächst alle auf dem Hollandsdieb gestartet waren, haben die 4 Teams mittlerweile das Gewässer verlassen. Westin fischt im Westen des Volkeracks, Quantum im Osten, Nace im Rhein-Schelde-Kanal und CWC in der Dortschen Kiel. Dustin und Felix hoffen nach dem schnellen Erfolg am Barsch-Spot natürlich auf 3 weitere große Fische. Wenn wir es schaffen, 4 in der Größe zu fangen Dann noch ein Hecht. und dann noch ein Hecht, dann haben wir eine Chance. Aber jetzt müssen wir die Gefahr Barsche. Wir brauchen 4,40 plus Barsche. 4,45 plus, würde ich sagen. Ja. Um eine Chance zu haben, oben mitzuspielen. Für Nace ist die Marschrichtung klar. Bei CWC denkt man über den nächsten Schritt des Matchplans nach. They are not here now. No. They can be here on 5 minutes, they can be Yeah. here on 5 hours. That's the tricky part. Okay. What shall we do? Corner. Corner? Yeah. I think so. I mean, For I'm really Sander. in. I will take the sender. You will cast with the mouse to the stones. We have a plan, as always. We always have a plan. Fish. Der hilft nicht viel. Ai, Biss. Biss? Ja. Mist. Ja. Nicht so groß. 30er, 35er. Egal. Oh ne, größer, größer, größer. 40er, aber nicht so groß. Geil. Sehr, sehr gut. Der ist länger als ich denke, der kann weit über 40 haben. Wieder die Craw. Der ist schlank, deswegen wirkt er nicht so lang und deswegen war er auch nicht so stark. Aber ist der nächste Barsch in der Wertung. Wichtig. Köder, Craw wie immer. 43. Kein ganz großer, aber ein wunderschöner Fisch. Der darf schnell zurück. Und weiter geht's. Sehr gut, Dustin. Sehr gut. Ist noch nicht das, was wir brauchen, aber es ist ein Start. Und die Fische scheinen aktiv zu sein, das ist das Wichtigste. Okay, Waxen, weiter. Weiter geht's. Weiter, weiter, weiter. No Schneider. So we already have a decent list, a full card, but I think we have to upgrade to perch and maybe one big pike. But we have a lot of time to do that.
So we keep doing this, fishing crankbait and sea rig afterwards, and we can catch both perch and pike with it. One more cast and then it's over here. Yeah. Last cast. Okay. Take one more. Yeah, fish. Good. Sender. Good. I take the big net. It's a nice sender. Yeah, I take the big net. Easy on, easy on, easy on. Yeah, I take it easy. Boom! Take it easy. You are the man today. To the left, yeah. I don't know, but it's a big fish. That's good. Maybe it's a big perch. It doesn't really feel like a sender. Pike. Can be. It's a sender. Yeah, yeah, man! Oi, 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 oi! We have ourselves a sender. Oi, oi, oi! And it's a nice one as well. Yeah. Maybe 60. In the last cast. And then it was kaboom! Yeah, but hey, he's the sender expert in this boat and he really wants to go to this corner because he lost a really nice one yesterday. And so I downsized in weight. you get revenge, my friend. Yeah. Oi, 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 it's so Oi. fantastic. Fishing is so fantastic. Sometimes you lose, sometimes you win. And this time, boom. Hey, never ever been so happy in my life with one sender. Tungsten jig head, lime truss, piglet shed, 5-0 hook, did the job. Oh, so happy with this fish. Trumi, can you give me the measure board? Mr. Captain, you Hey. are on fire today. Yeah. Well, as long as one of us is on fire. You were it yesterday with all the big pikes. I think it's 58. Agree? Yes. We struggled the entire competition for sender. I don't know why, because I know those waters so well. But in a way, we can't catch them. And finally, in the final, we took it. In the final. 58 sender. I'm over the moon! Cool. Okay, quick release and a big kiss. Mwah! Oi, 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 oi. Oh, oh man. Oh, good job, my friend. Very, very good job. we fought so hard for that but sender hey, you fish. said we made the plan yesterday. Okay, we go to this hole, take at least 1 meter fish. Evert said, now, and then I need to go to the corner and get revenge. And boom, sander. Cool, super. So we do a couple more casts? No, We go? yeah. Okay. CVCs Plan geht bisher voll auf. Nun also gelingt auch der für sie schwierigste Teil, nämlich der Zander auf Anhieb. Sie sind keine 10 Minuten zurück auf dem Hollandsdieb und nachdem es im Halbfinale dank zweier großer Hechte auch ohne Zander zum Weiterkommen gereicht hatte, sind Evert und Ruman nun auf dem besten Weg zur Fullcard. Es fehlen nur noch 2 Bonusfische. Fisch, guter Barsch. Jetzt geht's Schlag auf Schlag, Dustin. Richtig guter Barsch. Das ist wieder 45 plus. Genau, die brauchen wir jetzt. Wenn er in den Kescher kommt, ich hoffe, der steigt nicht aus. Oh, Alter, sind die stark. Das könnte ein Fuffi sein. Oh, yes, yes, yes. Ja, Check. das Geil. ist ein Fuffi. Geil. Das ist easy ein Fuffi. Genau die brauchen wir, Dustin. Alter.
Ist das ein Vieh? Ja! Ja! Oh, Measureboard ist noch nass. Die Craw hängt auch noch. Oh, Alter, hat der ein Maul. Guckt euch das an. Wow. Über 50,5 heißt 51 cm, Referee? Yes. 51 cm Barschpower. Oh, yes. 51er Barsch. Ich bin sprachlos. Der darf zurück, der Gute. Ja! Ein 51er Barsch darf zurück in sein Element. Oh, ich liebe es. Yes, so darf es weitergehen. Wenn wir einen noch fangen, 2 gute, 2 noch, wäre geil. Die darf in den Ruhestand, mach eine neue ran, reporte den Fisch und dann geht's direkt weiter. Geil, ja! Das Feld rückt zusammen. Nace klettert mit dem 3. Barsch auf Platz 3, doch auch CBC kann mit dem Zander Boden auf den Tabellenführer gut machen. Wer holt den Titel? Momentan scheint wirklich alles möglich zu sein. Nace hat den 4. großen Barsch im Visier. Im Moment unsere absolute Erfolgsfarbe 1001. Craw 3,5 Inch. Weiter geht's. Skirted Jig, ganz wichtig. Und dann über den Boden schleifen. Ich zitter noch. Oh, ich habe im Drill schon gesagt, das könnte der Fuffi sein. Und der war's. Ich bin so happy. 1 oder 2 dicke noch und dann den Hecht. Nein, jetzt hatte ich auch einen Biss. So eine Alter, ich hatte auch einen Biss. Ja, aber ist doch geil. Weiter, weiter, weiter wechseln. Jetzt hatte ich meinen ersten Biss am heutigen Tag. Nee, ich hatte vorhin einen Hechtbiss, aber meinen ersten Barschbiss hing leider nicht. Ich muss jetzt auch mal ein bisschen aufholen. Dustin hat unglaubliche Fische jetzt vorgelegt. Genau solche Fische brauchen wir und die geben uns wichtige Punkte. Aber um das Ding hier zu gewinnen, müssen wir beide Top-Performance leisten. Ja, ich bleibe meiner Route treu. Ich fische seit Tagen nichts anderes mehr. Ich fische die W10 Power Tees. Ist auch eine Allround-Route für mich. Zum Crankbait-Fischen, zum Jiggen auf Zander mit 12er Shetties, zum Hechtangeln. Das Teil ist einfach genial. Perfekt. Nichts Großes. Ne? Aber wir wollen keine Strafzeit haben. Bitte schön. 30 Zu klein. und tschüss. Fisch. Guter Fisch. Ein guter Fisch. Ja, sehr guter Fisch. Boah, der steht drin. Ja, ist ein richtig großer Fisch. Wow. Alter. Ja! Ja! Das könnte wieder ein Fuffi sein. Yes! Check, Alter. 49 Zentimeter. Ja. 49er Barsch. Wenn wir jetzt noch einen Barsch fangen, dann haben wir einen sehr, sehr guten Schnitt. Yes! Oh, Wahnsinn. Das mit dem Schnitt stimmt und vielleicht lohnt es sich tatsächlich, den 43er Barsch noch abzugraden. Zumindest scheint das nicht unrealistisch. Mehr Punkte würde momentan jedoch ein maßiger Hecht bringen, denn damit würde Nace nicht nur die Full Card holen, sondern momentan auch auf Platz 2 vorstoßen. Spätestens jetzt sind Dustin und Felix zurück im Kampf um den Pokal. Tschüss, mein Lieber. Einen noch. Jetzt haben wir 4 Barsche, einen Fisch zur Full Card, aber den 42er würden wir noch upgraden, denke ich. Und dann geht's auf Hecht all in.
So most of the time the perches are really close to the bottom, and the edge that we're fishing on is about 4 or 5. Yeah, this crank is going like 4.5 meters. So it's really important that all your gear is in the right condition to reach the bottom. For example, it's really important to have a thin line so you don't have the resistance in the water. Then it's easier for the crankbait to go deeper. Also for your steel wire, it also need to be thin, and also you need to have a bigger spinning reel so that you can retrieve it a bit faster, and also that you can make long casts, because the longer the cast, the deeper the crank goes. Have 1 or 2 sizes thicker line, then you are not able to reach the bottom. So that's really important. There is some. You're on a really good spot if you look to the left. Meine Route ist raus. Ja, die habe ich da vorne. Achso. Nee, ich bin raus. Ah nee, komm, das kleine Hecht. Alles gut. Schniebel. Alles gut. Ja, die Jungs verkaufen. Ich hab die schon vermisst. Ja. Meine kleinen Hechtlein. Hey, wo wart ihr so lange geblieben? Gutes Werkzeug, da passiert den Fischlein auch nichts. Didi. Was ist? Fisch? Ja. Sehr guter Fisch. Großer Barsch. Großer Hecht. Nee, großer Hecht. Hecht? Großer Hecht? Ja. Großer Hecht. Ja, oder? Kleiner Hecht, großer Hecht spielt ja keine Rolle. Auf jeden Fall Hecht. Du musst mich nur hier vorne hinlassen, ansonsten machst du alles, wie du meinst. Alles gut. Alles gut, schön. We have all the time. Das steht jetzt gut. Da schmeißen wir auf jeden Fall was raus, ne? Gut, nice upgrade. Anker ist drin. Very nice upgrade, man. 88 hat er. Liegt vorne an, ist 88. 88er, das kickt unseren... Was auch immer raus. Egal. 88er Hecht auf den UV Craw. Please release me. Der war noch fit. Der war noch fit. Hello, I have a fish. It's a good check. I pissed my pants. So the audio is good. Perfect. And that was a fish. Yeah, I did. Unbelievable compared to the bait. Ah, kein Riese. Klein. Boah, gut job. Mal schnell raufhalten. 35. Darf zurück. Weiter geht's. Good one? No. Molly. And it's off. Oh. Yeah, that's a better one. Or we stay here. I don't think it's an upgrade, but really nice fat perch. Yeah, there's another one. Fisch. Hab ich gesehen. Der ist gut, Didi. Der ist gut. Ja! Upgrade. Alter! Das ist er! So, vorne ist er dran. Der hat 44. 44. Die sehen auch immer noch größer aus, wenn man den ganzen Tag so kleine Barsche fängt, aber mega Teil, Hammer. Da geht er, Herr Kollege. 44 Punkte, 44 Zentimeter, 88 Punkte, ne? Genau. Ja, und das war Fisch Nummer Keine Ahnung. 15. Na, ich habe doch nachgezählt. Fisch Nummer 15. UV Craw. Und das war schöner Barsch auf UV Craw. Ja, André, das bringt uns doch auf einen Schnitt von gute Mitte 80, um 80. Ja. Das ist doch nicht verkehrt. Wenn man bedenkt, dass wir es ins Finale geschafft haben mit einem 75er Schnitt. Und wir haben noch 4 Stunden to go. Ja,
Upgrade, 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 Upgrade. So sieht's aus. Westin hatte als erstes Team die Full Card und nach einigen Upgrades liegt ihr Schnitt nun bei über 85 Punkten, was Didi und André sogar zur Tabellenführung reicht. Quantum ist seit der Full Card keine Verbesserung mehr gelungen. Die Holländer müssen nachlegen und auch Team Nace kann sich nicht ausruhen, auch wenn das denn gerade danach zumute ist. Oh, ich knie mal kurz, Rückenschmerzen. 8 Tage Angeln am Stück. Merkt man dann schon. Ist ja nicht normales Angeln. Normales Angeln, das wäre alles gar kein Problem, aber man ist halt sehr angespannt im Turnier und dann verkrampft sich irgendwie alles. Und das merke ich jetzt im Rücken. Ah. Jetzt muss auch wieder aufgestanden werden. Aber ich brauche noch einen Fisch und das geht besser am Stehen. Wacky? Ich glaube, da steht ein Hecht. Wo? Da. Schwerfläche. Okay guys, new spot. We just got our zender, so we have the 3 fish. We have the pike, the perch and the zender. And now it's upgrading time. We need to have 2 fish to have for the full paper. And we try to do it with the pikes. Stefan did some pre-fishing in this spot. Yeah. Caught a 105. Yeah, and missed a really nice one. So we go maybe 40 minutes in this spot and hopefully we catch a nice pike. And then we're gonna travel a little bit for more perch. Okay. Let's do this. Let's do this. Another one. Oh, that's a big one. Yeah? Ooh. Yeah. It's a better one. It's fighting. Oh. What do you think? Yeah, maybe a small upgrade. So no upgrade, but really nice fish to catch. Very nice fish. That's fun fishing. A lot of action and we have a really good day. The only thing is that we need a bigger perch, but we have a great day of fishing. Come on fish, take it. Schon wieder? Ja. Da ist er. Ansonsten? Ja. Da kannst du zuschauen. On the old school loudmouth. Wieder ein? Ja, ja. André, es gab Meisterschaften, da hättest du dich über den Barsch, hättest du dir einen Finger für abgeschnitten. Ja, der hätte uns gefehlt für den Sieg, weißt du? Ja. That's a better one. That's a good perch. This is the front of the mouth. Let's see it. Oh. Please put it in the net. Oh. Yes. Oh. That's the good perch one. that we need. That's a good one. Yeah. It's already unhooked. So Seems like the loudmouth is getting fire now. they like it loud. So on the it is. loudmouth. Look at this. So let's measure it. Oh, that's really nice. 49. Woo! So we're coming close to Felix. 49, the biggest of the week. That's a real good upgrade. Yeah, that's Going a good. From 39 to 49. Yeah. Okay, Really you're nice. doing a good job today. Yeah. Catching all those big fish. Yeah, now it's your turn to catch a big one. I will do my best. Really Good great. job. Endlich! Nach etlichen Fischen, die keine Verbesserung brachten, kann Quantum das erste Upgrade melden. Und was für eins! Ein 38er Barsch wird durch einen 49er ersetzt. Gerald und Henry holen sich die Tabellenführung zurück. Nace ist mittlerweile aufs Volkerrad gefahren und nimmt dort die Full Card ins Visier. Los geht's, hoffentlich holen wir den Hecht jetzt. Jetzt bin ich mal an der Reihe, ey. So langsam muss auch ich was fürs Scoreboard tun. Der Zander ist jetzt raus.
mit 66. Ja. Es fehlt uns noch der 37er Barsch. Wir werden noch einen Mitte 40er Barsch auf jeden Fall fangen. Damit haben wir auch wieder 90. Und dann musst du beten. Das ist ja, dann ist es echt, ja. Ganz ehrlich, wir haben jetzt so gut gefischt, oder nicht? Ja. Tolle Hechte. Zander war auch in Ordnung, ne? Der fing jetzt eigentlich... Deine Rute hat unheimlich Spannung, die Spitze. Eine Welle und die bricht. Ein Riesenzander! Ich dreh durch! Willst auch du unvergleichbare Emotionen beim Fangen erleben? Einfach auf anglerschmiede.de einen Experten- oder Vorbereitungskurs buchen und mit dem Gutscheincode YPCBOAT ein Köderpaket im Wert von 80 € absahnen. That's a nice pike. Oh, Henry! That was on the edge. That was really close. But it's a nice pike. 84. Give her some rest. And then there she go. So, good job again. Nice upgrade. Let's go on. It's a good day of netting for me. Was Gerald mit dem Loudmouth heute alles fängt, unglaublich. Mit dem 84er Hecht fliegt ein 60er Zander aus der Wertung. Schon jetzt hat Quantum die eigene Punktzahl aus dem Halbfinale übertroffen. Reicht das im Finale für Gold? CWC bekommt an ihrem besten Hechtplatz keine Bisse und grübelt über die Strategie. It can be that we are lucky with the pikes, because I got the feeling that the pike is not that active. Not active? No. I think that this weather is perfect for them. Yeah, but hey, it seems we don't have one single strike for pike. Oh, I know. So that can be in our advantage, that we have the meter pike. And if we can upgrade it with a couple of good perches. Okay, we take one more drop and then we need to go. Fisch! Echt das? Hey, was ist das? Ein Aaland. Na super. Fuck, Mann! Ja, normalerweise freut man sich natürlich über sowas. Ein Aaland, der Haken ist schon raus. Am normalen Angeltag, aber es ist leider kein normaler Angeltag, sondern Wettkampf. Also das ist mein Aaland PB und ist tatsächlich richtig auf den Wobbler gegangen. Ein Riesenvieh, aber nicht das, was wir brauchen. Schade. Ciao. Fahrt rausnehmen mal. Werden wir sehen.
Du musst es mir sagen, wenn... Alles gut, lass einfach so, wie es ist. Okay. Ein großer Hecht, oder? Wenn du willst, nämlich Fahrt raus, du musst es mir sagen. Ne? Ja, dann nimm mal... Das ist ein Hecht. Ja, ich nehme mal Fahrt raus, ne? Ja, okay. Achtung, Fahrt ist raus. Dann treibt es uns ein bisschen hin. Und dann hast du es leichter. Jo. Da kommt es wieder rüber. Ich sehe noch nichts. Alles gut. Der ist hier vorne. Bingo! Upsa, ja. Ja, der Köder ist draußen. Ich wollte eh ankern. Wollte eh ankern. Passt. Ja, aber nicht hier so Bombenbisse, sondern so echt nur so schnipp, schnipp, schnipp am hinteren Drilling. Und deswegen wirklich, das ist echt ein richtig geiler Tipp. Egal, was ihr macht mit Wobblern und ihr habt es aufs Barsche abgesehen, versucht so einen kleinen Zusatz Springring noch einzubauen. Der Sprengring gibt ein kleines bisschen mehr Spiel. Und manchmal hängt er genau da, wo er hängen soll. Und das war bei dem Hecht jetzt. Oh, Entschuldige. Wird man noch hier erschlagen. Er wird nicht mehr und nicht weniger als 93. Schöner, fetter 93er. Super. Da können wir was rauskicken, hä? Ich glaube, also ich bin nicht mehr ganz aktuell, aber ich glaube, der 37er Barsch ist damit hinfällig. So, und der geht jetzt schön zurück. Komm. Ist das nicht schön? Herrlich. Es ist herrlich, das Angeln. Bei all den Fängen kann man schon mal durcheinander kommen. Daher wird's mal wieder Zeit für die Tabelle. Der 37er war vorher schon ersetzt worden. Ein Upgrade ist dieser 93er natürlich trotzdem. Ein 81er Hecht fliegt aus der Wertung. Quantums Führung schmilzt etwas und der Vorsprung auf Nace wächst. Dustin und Felix kämpfen wie Evert und Truman weiterhin um die Full Card. Okay, one more cast, then we go, because it's nothing here now. I was sure we should catch something here. We must fill the card. Maybe we can go back to the hole if we can fill the card fast. Yeah, maybe we do it now instead of going to the river. Oh, that's a really dangerous. Yeah, but it's a long drive, especially in the wind. Yeah, but hey, we need 2 fish, and I think it's easier there, like we planned. Wir drehen jetzt gleich bei. Fisch. Okay. Wir fahren nicht mehr. Kescher ist ein guter Fisch. Bin dabei. Junge, ich komme hier gar nicht mehr zum Fischen. Komm mal hier rüber. Wenn es ein Barsch ist, ein großer Barsch, wenn es ein Hecht ist, ist ein großer Barsch. Ja, ja, da geil. Oh. Oh, Haken ist raus. Junge, Junge. Wackele mit der Füß. Wackele mit der Füß, was ist das? Ja, das kennst du nicht. Oh. 50, 49,5. Er ist knapp drüber, ja. Den wollten wir noch haben. 180. Ich hatte echt gedacht, ein kleiner Hecht, aber den nehme ich doch viel lieber mit. Herrlich. Herrlich. Ich blicke halt jetzt gar nicht mehr durch. Ne? Ich blick halt. Naja, ich weiß jetzt nicht, was wir verbessern. Ist doch egal, einfach okay, hinschicken. Das soll dann jemand anders ausrechnen. Das ist wie jetzt ein 50er Barsch und wir hatten vorher einen 93er. Das ist alles, Hecht, irgendwie sowas. Alles erledigt. So, alles klar. So, ich angel jetzt mal wieder, ne? Ja, ich würde auch dann mal wieder angeln. Ich kann aber auch keschern, ist kein Problem. Ich kescher gern. Team. Du, ich war ja froh, dass wenn du die 2 Zander nicht gefangen hättest, würden wir jetzt hier nicht sein. Ja, ich hatte so einen Scheißtag am HD, das ist unglaublich. Ja. Ich dachte, ich kann nicht mehr angeln. Let's go.
Und plötzlich wackelt die Führung gewaltig. Zwar hat Quantum ein bärenstarkes Board vorgelegt und sogar mehr Punkte als alle Teams im Halbfinale, doch auch Westin hat heute einen Sahnetag. Nach dem 93er Hecht kann Didi einen 50er Barsch nachlegen. Quantum ist nun nur noch hauchdünn vorne. It's a nice perch. 38. Oh. Ooh, look at Nice this belly. perch. Oh. Nice one. So keep on for the next one. Keep on cranking. Keep on cranking. Richtig aktiv scheinen die Brüder gerade nicht zu sein. Muss man sagen. Hoffentlich kommt da noch mal eine Beißphase. Wenn nicht, haben wir ein fucking Problem. Bitte? Wenn nicht, haben wir ein Problem. Ja, wenn nicht, brauchen wir, dann sind wir Vierter. Hey, Dustin is coming. He's coming close. This is crazy! There's thousands of... Hey, he could... He's so full of fish. Look! Ja, es lohnt sich zu beten. Fahrt es wieder raus, Didi. Das könnte ein Barsch sein, oder? Keine Ahnung. Auf jeden Fall mit dem großen Fisch reinkommen. Ja, bin unterwegs. Ich glaube, es ist ein großer Barsch. Komm. Jo, bin da. Warte. Da kommt er. Hier die Schnur nicht. Alles gut. Das ist Schnur. Nein, das ist kein Barsch. Das ist kein Barsch. Aber geil. Der wollte nicht. Komm jetzt ab. 88 müssen wir verbessern. Nass ist sie ja noch. Ja, okay. Von gerade eben. Boah, wieder so schwerer. 180. Auf den Punkt dreistellig. Glatter Meter, Didi. Schön. Petri, halt mein Freund. Das danke ich, da danke ich für. Mace und CBC suchen die Hechte. Westin fängt sie. Der Megabite Deep Runner zeigt sich heute als Universalwaffe auf Barsch und auf Hecht und bringt nun nicht nur den ersten Meterfisch für Westin im YPC, sondern auch die Tabellenführung zurück. Ich habe auch jetzt wirklich den Überblick verloren, aber es war jetzt der 19. Fisch. Und ich habe heute gemeckert, habe gesagt, heute wird das schwierig, 31 Fische zu fangen. Aber wir haben, glaube ich, noch ein bisschen Zeit. Hä? Ist kurz vor 1. Kurz vor 1. 3 Stunden. 3 Stunden, komm. Machen wir ein 100er Schnitt, wäre doch mal was Geiles. Hä? Oh Gott, Didi. Komm. Ja, geil, auf jeden Fall. Wird knapp, aber... Kurze Frage. Bitte, soll ich wechseln? Weil es ist schon auffällig. Ich hätte einen fertig. Nein, pass auf, das Auffällige liegt daran, deine Schnur ist deutlich dicker als meine Schnur. Du meinst, weil ich die, okay, wenn ich dann gehe ich runter. Mein Köder taucht ungefähr einen halben Meter tiefer als deiner und deiner ist zu weit vom Boden entfernt. Das ist das große Problem. Ich würde an deiner Stelle vielleicht die Barschrute nehmen, die ich dir nicht fertig gemacht habe. Weil da habe ich die neue Schnur drauf mit einer 10er geflochten. Also, ich lass mich mal auf die Knie gehen. Ich gehe tiefer. Oder geh auf die Knie. Weil auch das dürft ihr nicht vergessen. Ich habe das zwar irgendwann mal erwähnt, aber die geflochtenen Schnüre sind natürlich treibende Schnüre. Die treiben auf. Jetzt macht natürlich eine 10er oder 12er keinen großen Unterschied. Aber meine ist jetzt eine 10er, 0,10. Und er fischt sicherlich mit einer 20er oder einer 18er. Und das ist schon ein Unterschied. Und gerade wenn man die Köder einkurbelt, macht das vielleicht einen halben Meter bis 80 Zentimeter Tiefgang aus.
aus und deswegen eine etwas dünnere Schnur und dann läuft der Köder automatisch tief. Man kann natürlich auch andersrum fischen, wenn ihr zum Beispiel im deutlich flacheren Wasser fischt, aber ihr wollt gerne einen Tieftaucher nehmen, dann könnt ihr auch zum Beispiel ganz dicke Schnur nehmen, eine 35 oder eine 40 geflochtene, nicht weil die so stark sein muss, nein, weil die hat dann so viel Auftrieb, dann kann der Tieftaucher nicht den Boden berühren, sondern bleibt einfach in der Schwebe, aber macht trotzdem seine schönen Bewegungen. So. Man merkt es auch jetzt beim Fischen. Didi sagt deutlich eher, dass er Grundkontakt hat, als es bei mir der Fall ist. Ja? Also wirklich, ist so. Ein halber Meter ist, glaube ich, realistisch. Und gut, dann gucken wir mal, ob alles hier in Ordnung ist. Ich glaube, die Haken, die waren alle spitz und scharf. So, den kleinen Kescher legen wir trotzdem nach da vorne. Ja, ja. Now this was the best spot, this one. No. Yeah. On the competition we were on the other side. In here. That was the first spot, but then we find them on the other side. Yeah, but we can't go now here. No. This was also a good one. Während Weston über Schnurstärke fachsimpelt, hat CWC den nächsten Gewässerwechsel vollzogen und ist vom westlichen Hollandsdiep bis an die Spuy-Mündung ins Haringvliet gefahren, wo es nun vermutlich auf Barsch gehen soll. Nace ist zurück im Rhein-Schelde-Kanal und gibt dem Hechtspot vom Vormittag eine zweite Chance. Sehr großer Hecht. Vielleicht hier links von mir, bitte. Genau, den brauchen wir. Jetzt rein, Becky. Jetzt rein. Yes! Nicht sehr groß, aber es ist ein 80er. Yes! Yes, das denn. Bitte nicht rausspringen lassen. Nein. Ich habe Erfahrung damit, wie das geht. Oh, Alter. Den haben wir gebraucht. Ich bin am Ende, Alter. Endlich das denn. Hältst du den kurz fest, bitte? Ja. Ich hole das Measureboard. Es gibt wichtige Punkte. Oh, auf dem Crank. Ja! Vorne dran? Ja. Hinten ist er über. 87, wow. Sehr schönes Tier, das war sehr wichtig. Den lasse ich jetzt schnell frei, oder, Wexen? Ja, bitte. Quick Release. Quick Release. Das waren wichtige Punkte, das denn. Bevor aufs Boot fällt, habe ich ihn ins Wasser geworfen. Das geht dann besser für den Fisch. Ich wollte ihn jetzt nicht wegschmeißen, aber der ist mir aus der Hand geglitten und dann Full Cut, dicker. Full Cut. Ich habe nicht einen Fisch dazu beigetragen, aber... Dafür hast du im Halbfinale rasiert. Das gleicht sich alles aus. Trotzdem ganz gut tun, jetzt mal auch einen Fisch dazu beizutragen, zu dem Ergebnis. Ja! Egal, solange du ablieferst. Wenn wir jetzt noch... Der Hecht war gut, ey. Der war richtig gut. Ist die Frage, was machen wir jetzt? Full Card und nun mischt auch der Titelverteidiger wieder richtig mit im Kampf um Gold. Was machen Dustin und Felix nun? Nochmal sehr weit fahren und den mit Abstand schlechtesten Fisch, den Zander, verbessern? Oder vielleicht nochmal die Barschkarte spielen und versuchen, einen 43er abzugraden? Das wäre vermutlich leichter und viel näher, hat aber punktemäßig weniger Upgrade-Potenzial. Ich würde die Drift zu Ende machen, dann würde ich auf Barsch gehen. Und ich angel vielleicht parallel immer wieder mal an der Kante mit ein bisschen größeren Gummis. Genau so machen wir das. Yes! Sau gut, Alter. Ah, Mann, ey. Das war so wichtig, ey. Auch wenn wir natürlich wahrscheinlich damit noch nicht gewinnen, aber wir halten uns im Rennen, weißt du, Becky? Ja, klar. Und ich glaube, also... Das hätte uns sonst das Genick gebrochen, hätten wir jetzt nur... Ja, und ich glaube... Wir hätten jetzt einen 55er Hecht gefangen. Das heißt, wir sind wahrscheinlich wieder auf dem Treppchen. Stell dir mal vor, nachdem wir das letzte Jahr gewonnen haben, unter den ersten dreien, wäre auch was willst du mehr? Das wäre geil. Wahnsinn. Weiter geht's. Ja! Okay, we're just checking a spot here. Maybe we can catch a zander. It's not that easy, but we can do the best upgrade catching a bigger zander, and they are around here, but they're hard to catch. But in some of the times, especially on this spot, when there's a lot of alg together, like it's now, it's pretty green, then that creates a sort of shade underneath it, and the zanders like that. And there's a lot of bait fish here, so I think we also have a good chance on a big pike.
So let's give it a shot. I changed to a bait caster because we are now more to the shore and it's more a pike spot than a perch spot. So it's not necessary to get it right on the bottom and it's a little bit easier to retrieve. And this is the Purple Haze, pretty nice bait caster. And I use a vapor reel, a little bit lower gear ratio for the big crankbaits. When you use a bait caster and you spool your line on, it's good to use a braid backing because braid is lighter and then you can make longer casts than compared to a backing from nylon, for example, what most of the people use. It's cheaper. If you have some old braid, put it underneath your actual main line and you can make longer casts because the line is lighter. So the line comes off more easy. Yeah. Oh, missed one. You missed one? Yeah. Are you sure? Yeah, I'm really sure. Muss nicht sein. Ja, ist nicht groß genug, aber egal. Schöner Fisch. Leider hilft uns dieser 35, 36er Barsch nicht. Oh, I have a good one. Oi, oi, oi. This is a really good one. Easier. Don't lose it. So streamy here. Yes. Yes. In the pocket. They are here. You took it on the big hula. Big hula. This bait has saved us so many times. Okay guys, I do the fish for Stefan. We are in a kind of hurry because we are still one fish short. 37. You see it? Oh no, 38. 38. 38 perch. Really nice fish, healthy. Yo buddy. Hey. One fish to go. I know. Boah, knallharter Biss. Ja, super. Bleibt dicht hängen, ne? Boah, wieder ey. Wieder ein Biss? Knallhart ey. Oh, jetzt habe ich ihn. Hast du ihn? Ja. Guter Fisch. Hecht. Sicher? Ich glaube schon, ja. Und so sind die dicken Barsche. Aber der kommt hoch, das wird ein kleiner Hecht. Gut. Siehst du, hier kommen die besseren Barsche aus der Ecke. Ich mach den schon, ist kein 50er. Machen wir so weiter. Leider zu klein. Aber egal. Fisch. Gut, besser. Ja, Barsch, nee. Doch, habe ich auch einen. Entschuldigung. 44 müsste er, also 44 plus brauchen. Er ist lang. Er ist lang. Er ist lang. Hat sie gesagt. Lang ist er? 39. 39. Naja. 39, trotzdem ein wunderschöner Fisch. Und der darf auch wieder schwimmen. Full card. Perfect. Full card. At least we saved our honor. And in the final we gain a full card with a 33 perch. I took it on a Cranky X. Really slow fishing, like retrieve, stop. And they take it at the moment you stop. So if you fish with crankbaits, don't cast in, retrieve, stop, retrieve, stop. And when you stop, boom, they take it. Mr. Trumstead. Good job. Full card. Good job. Now we can upgrade. Yeah. Heute ist Everts Tag.
Nachdem auf dem Weg zum Finale häufig Truman für die wichtigen Fänge verantwortlich war, gehen heute fast alle Fische auf das Konto des Holländers. So hat nun auch CBC eine Fullcard und bleibt der Spitzengruppe auf den Fersen. Da sie sich die Fischart bereits aussuchen konnten, ist ein Spotwechsel nicht zu erwarten. Es geht wohl weiter auf große Barsche. Quantum hingegen wechselt den Zielfisch erneut. So we tried one gender spot, but no reaction, so let's go on for the pike. So let's go on for the curly tail. A lot of bait fish here, so hopefully we can get some action. Alter! Becky, hol ihn rein, bitte! Ja! Ja! Komm! Das ist ein Upgrade. Alter, das ist eine Maschine, das ist ein Fuffi. Yes! Vorne ran. 52er Barsch. Ja. Ein 52er Barsch. Ja! So, jetzt nur noch Hechtangeln. Der darf zurück. Yes! Und wieder zahlt sich der Stellenwechsel aus. Der Barschplatz liefert sofort. Nace schiebt sich zwischen Westin und Quantum auf Platz 2 und ist nun keine 5 Punkte von der Tabellenführung entfernt. Wer hätte gedacht, dass der Titelverteidiger noch mal so zurückschlägt? Wir werfen kurz den Rechner an. Ein 51er Barsch, ein 92er Hecht oder ein 54er Zander würden jetzt zu Platz 1 reichen. Verrückt, dass der 51er für Dustin und Felix wohl die momentan einfachste Übung wäre. Mal sehen, wie sie weitermachen. 52 Zentimeter. Ui. Pure Barschpower, der wollte weg. Yes! Yes, yes, yes! Jetzt wird unsere Karte immer besser. Ich denke, jetzt spielen wir oben mit. Reicht immer noch nicht, glaube ich, weil die Pelagisch-Jungs dicke Zander fangen und das ist unser Problem, den dicken Zander zu fangen. Naja, egal, weiter geht's. Oh, lost it! Fuck! Guter Fisch. Richtig guter Biss. War ein richtig großer Fisch wieder. Mal ein großer. Ja, der wollte den. Das war ein großer Fisch. Er hat die Craw geklaut. Stell dir mal vor, ey. Das wäre jetzt noch ein Fuffi gewesen. We have 2 hours from now. Yeah. We can do 2 things. We stay here and try to catch bigger perch. We have 2 hours. I think we can stay here for 30 minutes. And if we don't get anything, we go. Yeah. The other side over there looks also promising. You see it? You mean the tip? Here. Yeah, we can try. But it's no on the deep side. But we try it 10 cast and then we go to the other. That's good. Good idea. Oh, Fisch. Fisch. Perchy? Ich denke, ein kleiner Hecht. Wenn es ein Perchy ist, haben wir einen guten. Was ist es? Hecht. Hecht. Weiß aber nicht, ob das eine Verbesserung ist, aber egal. Nein, ist keine Verbesserung, oder? Er ist ziemlich lang. Er ist lang. 88 steht. Er hat keine 88. Naja. Wir gucken mal. Ja, 79. 79. Leider keine Verbesserung. Fisch Nummer 26. 27. Westin fängt Fisch um Fisch. Nace ist ihnen ganz dicht auf den Fersen. Doch ein drittes Team hat ebenfalls noch richtig gute Karten auf den Sieg. Doch sie brauchen ein Upgrade. Und das wissen sie. Okay, we're back on the spot where we started this day. We tried a center spot and a different spike spot, but nothing is happening there. So go back here. The fish is here. And they want to bite in the morning, so I'm pretty confident we will get some bites in the final 1.5 hours.
And I think we need some upgrades. Yeah, I think Team Nace and Team Westin also have a full card. And yeah, they have seen in the past, they also know how to fish here. We saw them go out, so yeah, we're pretty sure that they have the sender. I think it will be really close to each other. So every centimeter counts. So yeah, I think really good if we catch an upgrade to go for the win. So, and we still have 1.5, well, how many times? 1.5 hour. More than 1 hour. Yeah, fish. It's a pike. Pike? It's a small. Yeah, look, it's still 80. So it's a nice pike, but not enough. 80 no. 84. That yeah, 84 it was. Yeah, sure. So it's strange. No, get some eat. Because you are too thin compared to the other fellows we caught. Aber ein 92er Schnitt ist gut. Ja, aber ich glaube nicht, dass es reicht, sage ich dir ganz ehrlich. Aber weil ich glaube, heute haben viele gut gefangen. Ne? Ja, ja. Ist ja brutales Beißwetter heute. Die wollen ja richtig. Da hat André nicht Unrecht. Auch die anderen Teams fangen. Wer holt sich das nächste Upgrade? It's an upgrade, but it's a really nice fish. Yeah. A little bit smaller crankbait. Yeah. It will not make it to 42, I guess. Let's check. You have another one? Seems like we found him. It's 40. So that means no upgrade. Die letzte Stunde ist angebrochen, jetzt ist nochmal die Sonne rausgekommen. Vielleicht öffnet das nochmal ein kleines Beißfenster. Bei mir ist nach wie vor ein bisschen der Wurm drin, aber das kann sich jederzeit ändern, hoffentlich. Ich bin konzentriert am Barschangeln und wechsle immer wieder mal zu meiner Hechtroute und versuche ein bisschen tiefer im Wasser mit dem Predator einen Hecht zu fangen. Hoffentlich tut sich noch was in den letzten Minuten. Dein Boot. B1 Bootsmanufaktur. Shimano hat die innovative Flashboost-Technologie entwickelt. Ob in Aktion oder bei einem Spinstop, es werden permanent Lichtreflexionen ausgesendet. Eine durch Federn im Kunstköder fixierte Spiegelfolie vibriert und erzeugt dabei diffuse Reflexionen. Selbst wenn sich der Hardbait nicht bewegt, vibriert die Spiegelfolie weiter und blitzt auf. Sie haucht dem Köder Leben ein und triggert Raubfische zum Anbiss. Das ist Flashboost. Okay, nach stundenlangem Fischen mit meiner Lieblingsfarbe UV Craw wechsle ich jetzt nochmal. Aufgrund des Wetters und der Sonne gehe ich jetzt nochmal auf Steel Sardine. Durch die silberne Farbe, der orangefarbene Flurbauch, erhoffe ich mir jetzt einfach nochmal den einen großen Hecht. Was meinst du, Didi? Ist auch für Barsch auch nicht schlecht, ja. Aber Hecht hast du vollkommen recht, das ist cool. Probieren.
It's the last hour and we decided that we go for power hour. It was not our additional plan, but our best spot was taken. Too crowded with lots of boats and sailing boats and local fishermen. So it's really windy now. It's not the ideal situation, but we are like rough boys and we're gonna take it. Yeah, we need one really nice sander, then we maybe have a chance. Yeah, we have 2 small fish in the upgrade, so we need to catch at least 1 bigger zander to take away the small perch. Yeah. Okay, let's do this. Klein? Oh, scheint aber gut zu sein. Besserer Barsch. Besserer Barsch. Ich glaube, das ist ein Hecht. Das ist ein guter Barsch. Das ist viel zu schwer. Das hat sich dann erledigt mit der Kescher. Da kommt er. Guter Fisch? Ja, kommt. Und ab. Stiel Sardinen, da hast du doch einen guten Riecher gehabt. Ja, 88 müssten wir verbessern. Könnte knapp werden, aber egal. Ja, könnte ganz knapp werden, aber. Warte mal. Der hat noch nicht, der hat gerade mal 80. Okay. 82. Okay, ja. Okay. 80er Snook. Ja, leider zurück. klein. Ach ja, na gut. War doch mal wieder Action in the tent. Nächster guter Hecht für Westin, doch wieder ist es kein Upgrade. CWC hat unterdessen die Power Hour gestartet und fischt nun pelagisch auf Zander. Here is one. Here's a really good. Stop. Yeah, stop. Take it over now. It's still there. Yeah. You see it? Yeah. It's in here. But it's so much wind. Big one coming. I see. You see it? It's there. But it's so. This is 10 times tougher than last time. I can tell you like this. This doesn't work, I can tell you that. We need to go up more shelter and try to find the fish more shelter. Okay, get it in. We go to the other side. No, but up here. Don't you think it's more shelter up there? I think so. Here, it's impossible. We have the whole sea coming in here. Eine Finalrunde schneidern, das ist schon hart, Alter. Dicker, ist noch eine halbe Stunde Zeit. Fang Fisch, dann schneidest du nicht. Glaub an dich. Well, this was our best spot, so to say, but it was taken. Then we went to the other side, but the wind is so strong that it's not doable. We decided to go back, and then the spot was free. Stefan will go for another big pike, and I will do the perch fishing. Wish us luck. Little pike. And he's had some trouble probably with a cormorant because he's missing a part of his gills. It's actually inside down and healed a little bit. Still trying to hunt, and he's pretty fat, so let's release it. Such a small pike in the middle of a big lake in deep water. If you will meet with the pike that Gerald caught this morning, then it's end of his life. Genau so einen Hecht bräuchten Quantum oder Nace jetzt im Kescher, um den Pokal zu holen. Denn die letzte Viertelstunde ist angebrochen. Doch lasst uns ruhig etwas genauer sein. Nace bräuchte einen 51er Barsch oder einen 92er Hecht für den Sieg. Für Quantum würde ein 48er Barsch oder ein 95er Hecht zu Gold reichen. Wer hat das letzte Wort in diesem Dreikampf um den Pokal? Oh, da war...
10 Minuten. Fisch, dicker. Nicht so dick. Oh doch. Na, nicht so dick. Gut so. Aber ich weiß nicht, ob das ein Upgrade ist. Das ist, denke ich, kein Upgrade. 40 hat er. Toll. Darf aber schnell zurück. Vielleicht beißen sie jetzt und wir kriegen noch einen dicken. Ja. Echt? Nein! Mist! Mist. Das war ein dicker Hecht. Nein! In die Bremse gegangen. Naja, okay. Das sieht nicht aus wie ein kleiner Hecht. Soll ich auf Fahrt bleiben? Bleib auf Fahrt. Du musst ihn keschern. Ich glaube, das ist ein großer Barsch. Ich bin da. Nimm den großen Kescher, Didi. Das ist kein Barsch. Nee, das ist kein Barsch. Immer 90er sein, ne? Alles gut. Guter Fisch auf jeden Fall. Ja. Halt auch 1 Meter. Anker ist raus. So kommst du schneller, weil der stellt sich dagegen, da hast du keine Chance mit der weichen Rute. Willst du vor? Erst noch nicht. Weiß halt. Aber gleich. Komm. Ah, ich bin wieder drauf gelatscht. Nee, ist nichts passiert. Alles gut. Okay, da kommt er. Komm noch nicht ran. Wenn du das in den Lieder siehst, ist er gleich da. Ja. Da kommt der Lieder. Und da ist der Fisch. Jawohl. Bam! Ich wollte mit 3 Fischen 300 Punkte holen. It looks like a meter fish. Dat is zeker een Meter. Ganz knapp. Oh, vielleicht. Könnte Meter haben. Könnte Meter. Ach, egal, war auf jeden Fall super geiler Drill. 80er haben wir gekickt. So. 100 und 2,5. 102,5 sind 103 Punkte. 103 zum Abschluss. Ja. Das ist doch noch mal cool, hä? Mega Fisch. Super. Super geil. Ich glaube, die anderen haben auch gut gefangen. Natürlich, aber wir haben wirklich einen super Tag hingelegt. Ja, wir sind mega zufrieden. Solche Fische, traumhaft. Traumhaft. Traumhaft schön. Wow. So stark. Das war gut. 80er gekickt. Bauchgefühl und bleibe deinem Köder treu. Das ist manchmal ganz wichtig. So. War das die Entscheidung? Dustins erster Barsch ist zu kurz. Der zweite Fisch steigt aus und dann macht Didi hier mit seinem zweiten Meterfisch möglicherweise den Deckel drauf. Nun müssten es für Nace schon 1,5 Meter Hecht und für Quantum ein Hecht von 1,8 Meter sein. Gibt es in diesem Drama noch eine letzte Wendung? Wer fängt den letzten Fisch des Turniers? Fisch an! Nein! Weiter, weiter, weiter! Mist! Mann! Oh, 3 Minuten vor Schluss bekomme ich jetzt auch endlich meinen Fisch drauf und verlieren. Ganz kurz gedrillt. Mann, das ist doch unfair. Ich habe einen Fisch drauf. Großer Fisch? Ist ein großer Barsch. Fahrt raus.
Mach Fahrt raus, ja. Willst du ankern? Nee, nee, alles gut. Boah, der ist gut. Nimm den kleinen Kescher. Sicher, dass Barsch ist, ja? Ja, 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 ist Barsch. Die Schnur. Das Boot gesehen, der Junge. Ach, das ist ein kleiner Hecht. Aber egal, bevor Lieder irgendwas passiert. Ah, okay. Das hat sich angefühlt wie ein schöner Barsch, aber egal. Anker ist drin, weil wir haben jetzt nur noch 1 Minute. Ja, mach du mal. Ich werfe noch einmal. Wirf du noch einmal. Zu klein und der geht rein. Oh. Also für mich lohnt sich das nicht mehr, einen Wurf zu machen. Nein. Alles vertüdelt hier im Kescher, aber es war ein richtig, richtig schöner Angeltag. Hart gearbeitet für ein paar richtig schöne Fische. Mir tun auch echt die Schultern weh, vor allen Dingen der Wurfarm. Aber das Jammern auf hohem Niveau. Hä? Allerdings, Didi. Komm her, mein Partner. Ja. Das war's für uns. Das war's für uns. Finale ist vorbei. Wir haben keinen blassen Schimmer, ob das reicht. Ich habe irgendwie so ganz grob überworfen, irgendwie so 580, irgendwie 570 Punkte. Ist nicht verkehrt, aber wir werden sehen. Ich denke, dass alle gut gefangen haben. Es war heute Beißwetter, es war mega geil. Die Fische waren aktiv. Ich hoffe, das hat euch tierisch viel Spaß gemacht, uns zu begleiten. Und in diesem Sinne würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, fürs Daumen drücken, wenn das der ein oder andere getan hat. Richtig und so. Mir hat es auf jeden Fall wieder riesig viel Spaß gemacht, beim YPC nach einer bisschen Pause wieder daran teilzunehmen. Und vielleicht bin ich ja nächstes Jahr wieder dabei. In diesem Sinne, von unserer Seite her, danke vom Westin-Team. Genau. Euch alles Gute, bleibt gesund, haut was raus, Tide Lights, Team Westin verabschiedet sich. Danke, tschüss. Ciao. Ciao. Oh, we fought hard today. I think it's not enough. We really need a kicker. We went for a big pike in the end here, but I think we did what we're supposed to do and fill the cards, catch at least 2 big fish. Our plan worked. Yeah. We took a pike here, we went to the river, we took a perch, we went to the corner, we took a sander, we went up to the other river, took 2 perch. So everything has worked perfect. Yeah. The only thing is that the perch has been a little bit too small, what we are used to. Yeah, it's of course for you guys it's big perch, but for us we needed the points. So. Yeah, but we are very happy. We have done a good job. Thanks for watching. Yeah. See you soon again. This is Team Catch with Care. Evert and Truman. Okay, bye bye. See you. Bye bye. It's over. It's over. Done. What a day. Yeah, what a week. What a week we had, yeah. We had really great fishing. Yeah, overall I think we have a nice list, but yeah, I'm not sure it will be enough to get the first place, but yeah, I think we've done some great fishing. Yeah, so we made the best from it, so that's always good. I enjoyed it. Yes. I hope you guys back home enjoyed it as well. And we will see. We did our best. See you next time. Bye. Was soll man sagen, ey? Man ist fast ein bisschen enttäuscht, weil man jetzt mal 2 so große Fische verloren hat. Aber ich denke, das Ergebnis ist sehr, sehr gut. Und Dein Ergebnis, was du heute abgeliefert hast, Hut ab davor. Dafür hast du im Halbfinale abgeliefert. Aber ich glaube, dass mit der Punktzahl spielen wir schon um den Sieg mit. Kann natürlich sein, weil unser Zander klein ist. Der Zander ist halt so klein. Die anderen Fische sind alle super. Ja, bis auf den Hecht vielleicht noch, aber sonst... 80er Hecht auch. Ja, ist gut, ist super. Gut. Aber ich bin sehr happy und ich glaube, wir schaffen es aufs Podium. Also die ersten 3 und ey, das war unser Ziel. Das war ein krasses Turnier. Unser Ziel war erste 3. Hoffentlich haben wir das geschafft. Ich meine, letztes Jahr konnten wir gewinnen.
Ob es dieses Jahr so ist, seht ihr bei der Siegerehrung. Und erstmal nochmal vielen Dank für euren Support und für die Unterstützung in den Kommentaren und überall, die Likes. Bis gleich bei der Siegerehrung. So we're standing here a very last time in this competition in front of the beautiful Volkerak, the home of many big fish, which make us very happy sometimes, but also very desperate. We had 4 perch of the size of 50 or more. We had 4 pikes of the size of 1 meter or more. So really big fish today. But even though all 4 teams made a great performance today, one team has to be 4th place, and this is Catch with Care. Congratulations. Congrats, Evert. Thanks. Well done. Congrats. We fight well like crazy. You were more the perch guy today, or the perch guys? Yeah, I didn't have a single bite on bigger lures today. It was totally different story like yesterday, and I really went into a couple of big pikes. We had so really good spot, but today it didn't happen. We did what we could, but you have some other teams here who are more skilled this time. So, but we are very happy. Yeah, congratulations, well done. We have 3 remaining teams, bronze, silver and gold medals. And the 3rd place goes to a team that was leading today. Yeah, quite a big time. They caught 1 meter 17 pike. Congratulations to Team Quantum, Gerald and Henry. One sec. Well done. Thanks. Well done. Thank you. Yeah, thank you. What was wrong within the last hours? Yeah, we couldn't find the active fish anymore. I think we were still in the area, but the fish was not active in the last hours. We tried it a little bit deeper at the end, but couldn't find any fish in the end. But we had a wonderful fishing days, a wonderful week. I hope the viewers enjoyed it as well. To be 3rd position in this field is I think very nice. Of course, it's really strong. So, it was your day today, right? Yeah, it was my day today. I had some nice catches, so that was good. And yesterday was Henry's day, so yeah, you do it like a team, so that was cool. Impressive performance, thank you. Thank you. Thanks. So, congrats. We have 2 teams left. We're gonna know the winner of the YPC boat 2023 right now. It's very impressive that you guys are within the last 2 places again. That's crazy good. You were more the perch team today. You were the pike team. Yeah, I mean, Dustin won the YPC bank once, and you won together the YPC boat. Westin won the YPC bank also with Enrico. So who can fill up the trophy cupboard with the YPC boat cup this year? Very impressive performance. One last fish at the end made it hard to catch up for the others. Congratulations, Team Westin, you make it. Yeah! Yes! Thanks. Wow. Well done. Sehr gut, ja. Ja. Schlimmster Platz von allen. Tony, danke. Congratulations. Thank you. André. Thanks. Congratulations, Dietmar.
So Jungs, euch wäre das Unglaubliche fast gelungen. Ihr hättet es wirklich fast geschafft, den Titel zu verteidigen. Zwischen Naes und Westin lagen zwischenzeitlich 3 Punkte. Erst ganz am Ende wurde es dann noch ein ganz bisschen deutlicher, aber ein Fisch hätte alles umbiegen können. Wie fühlt ihr euch jetzt? Als Gewinner oder doch eher gerade? Ja, also ich weiß nicht, ob ich auch für dich da spreche, aber ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, ich wäre ein bisschen enttäuscht. Hätte mir vorher jemand gesagt, wir wären Zweiter, hätte ich gesagt, geil, auf jeden Fall, cool. Aber wenn es dann am Ende so close ist und man dann mit denen hier steht und sich für eine Partei halt, oder du dann eben eine Partei dann eben nennst und wir es nicht sind, dann waren wir natürlich enttäuscht. Aber am Ende haben sie klar gewonnen, haben es verdient. Wir hatten ein unglaubliches Turnier, war super geil, Vecchi, geile Performance. Außer heute leider. Heute habe ich ein bisschen ins Klo gegriffen. Nicht aber so schlimm. Nicht so dafür schlimm. hast du es gemanagt und hast uns auf den 2. Platz hier gebracht. Du hast gestern erstmal das Team ins Finale gebracht, würde ich sagen. So sieht es nämlich aus. Teamarbeit, ihr habt euch gut ergänzt. Herzlichen Glückwunsch, wirklich ganz stark. Danke und herzlichen Glückwunsch an die Gewinner. Und ja, wir sind nächstes Jahr auf jeden Fall wieder dabei. Ja, komm her. Dann wieder die Nummer 1 hoffentlich. Some applause for the winners of this year. André Schmidt and Ignay Zayas for Team Westin. Congratulations. Yes! Männer, Ja. was hättet ihr gesagt, wenn euch jemand vorher gesagt hätte, dass ihr am Ende mit dem Pokal nach Hause gehen werdet? Ich habe mich gefreut, im Finale zu sein. Auch mal wieder nach ein bisschen Pause beim YPC. Und dass man sich dann so in so einem tollen Team stark zurückmeldet, finde ich eine coole Sache. Also ich habe nicht damit gerechnet. Ich habe ja im Vorfeld gesagt, für mich ist Hendry und Gerard, die werden jetzt das Ding rocken. Ja. Und ganz so Unrecht hatte ich ja nicht. Aber Absolut nicht. ja, ein bisschen Glück gehört dazu, aber Immer, auch natürlich gute Stellen muss man auch natürlich wissen, das ist halt so. Und dann, dann hat man vielleicht ein bisschen mehr Glück und dann sind die paar Zentimeter extra, die es dann ausmachen. Aber megamäßiges Team. Also das Finale, die Leute waren alle super, super stark. Und wir haben echt nicht geglaubt, dass uns die knappe 570 Punkte reichen werden, aber haben es dann doch. Wir hatten super Pre-Fishing, das muss man auch sagen. Das hat sehr gut funktioniert. Und Du hattest ein super Pre-Fishing. Ja, oder ich hatte ein Musste super arbeiten. Pre-Fishing. Und ja, der Plan ging dann voll auf und man hat es ja gesehen, wir haben Boote gewechselt, so schnell wie es ging. Ein bisschen Strategie. Genau. Und im Endeffekt, ich habe dir 2 Köder mitgegeben und wir haben alles mit diesen 2 Ködern gefangen. Alles. Es waren nur 2 Köder. Ja, das war's halt. Was war für dich anders? Du warst letztes Mal schon dabei, hat nicht so gut funktioniert. Nein, muss man ehrlich sagen, wobei das letzte Mal auch das Training sehr gut war. Und da haben die Stellen einfach nicht geliefert. Und diesmal hat es funktioniert. Es ist Angeln, ne? Alles klar. Herzlichen Glückwunsch. Was natürlich top war, waren die Gewässerkenntnisse von Dietmar, das muss man schon ehrlich sagen. Also es ist schon genial gewesen. Ne? Er konnte so schnell reagieren auf manche Situationen. Das war schon top. Sehr gut gemacht, Männer. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Während die Teams wie immer nach einem so aufregenden Angeltag über Köder, über Stellen, über gefangene und verlorene Fische sich unterhalten, austauschen und fachsimpeln, will ich die Gelegenheit ganz kurz nutzen, mich bei ein paar Leuten zu bedanken. Zuallererst bei meinem großartigen Produktionsteam, das wie immer alles gegeben hat, um für euch Zuschauer hier eine unfassbar geile Show zu bieten. Ich hoffe, dass uns das gelungen ist, beziehungsweise ich denke auch, dass uns das gelungen ist. Vielen, vielen Dank, Jungs. Dann möchte ich mich natürlich sehr, sehr bei euch Zuschauern bedanken, dass ihr immer wieder einschaltet, dass ihr dafür sorgt, dass der YouTube Predator Cup das ist, was er ist, nämlich das größte deutschsprachige Turnier in Europa. Und ich möchte mich natürlich auch sehr, sehr herzlich bei allen Sponsoren und bei allen Teams bedanken, die finanziell auch dafür sorgen, dass wir das alles hier auf die Beine stellen können. Vielen, vielen Dank für euren Rückhalt. Das letzte Wort dieser Staffel hat natürlich wie immer Charles Rettinghaus. Macht's gut, ciao. Das war also der YPC Boat.
16 Teams, 21 Folgen, falsche Entscheidungen, unglaubliche Fänge, Frust und Jubel, Ärger und Erleichterung lagen wie immer eng beieinander. Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr uns in die Kommentare schreiben würdet, wie euch das Turnier gefallen hat. Falls ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, tut das doch bitte, damit wir endlich die 100.000 Abonnenten knacken. Und wer die YPC-Produktion auch finanziell supporten möchte, egal mit welchem Betrag, kann entweder bei uns im Online-Shop Produkte von teilnehmenden Marken shoppen oder im Fachhandel zum Beispiel den YPC Megastores LMAB-Produkte kaufen. In Kürze geht es auf diesem Kanal mit dem YPC Fans weiter. Hier werden der frisch gebackene YPC Boat Champion Dietmar Isaias, Enrico Di Ventura, Markus Eule und Luis Mendes versuchen, 4 YPC-Fans zu großartigen Sachpreisen zu verhelfen. Ende August startet dann euer Lieblingsturnier, der YPC Bank. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Liebe Hecht- und Barsch-Community, vom 18. bis zum 27. Juni feiern wir zusammen mit euch unseren YPC Boat 2023 Sieg. Macht mit bei der Westin Week und sichert euch je 50 € Westin Einkaufswert ein Los in unserem Lostopf. Der erste Preis ist ein unvergesslicher Angeltag zusammen mit mir und dazu gibt es noch ein richtig geiles Köderpaket, wo auch der Megabyte Deep Runner dabei ist, mit dem wir alle großen Fische gefangen haben. Übrigens, alle weiteren Infos findet ihr direkt unten im Link unter der Videobeschreibung.